Hallo, mein Name ist Annika und in dem heutigen Video male ich 2 einfache Weihnachtskarten. Wie immer findet ihr die Materialien in der Videobeschreibung, also wenn ihr Lust habt, schnappt eure Pinsel und malt gerne mit. Wir malen heute Tannenbäume und in Vorbereitung für die erste Karte, die ich hier wieder auf 300 Gramm schweres Aquarellpapier malen werde, habe ich schon mal die Umrisse eines Tannenbaums mit Masking Tape abgeklebt. Von den Farben seid ihr völlig frei, was ihr nutzen wollt. Ich habe mich entschieden, im grün-blau-Bereich zu sein und nutze jetzt einfach mal die verschiedenen Farben, die ich hier eh schon in meinem Porzellantöpfchen habe. Als Vorbereitung machen wir jetzt erst einmal das Papier nass. Wie immer schaut, dass es feucht ist, aber nicht zu nass, also dass keine Pfützen auf dem Papier sind. Wenn es zu nass ist, dann lasst es lieber noch ein bisschen antrocknen oder nehmt mit einem getrockneten Pinsel ein bisschen von der Flüssigkeit auch weg. So, und dann werden wir gleich einfach Farbe für Farbe den Tannenbaum malen. Und dann starten wir mal. Ich starte hier mit dem Türkis und dann gucke ich mal, wie ich so weitermache. Und dann geht es einfach darum, in die Farbe reinzugehen und diese auf das Papier aufzutragen und dann einfach so nach Gefühl auch zu gucken, wo möchte ich noch ein bisschen Farbe reingeben. Das ist ja das Schöne an Aquarell, es gibt dann nur euer Ergebnis oder meins, also man kann da schlecht etwas nachmalen, weil sich die Farbe ja einfach willkürlich auch verteilt und dadurch jeder ein einzigartiges Ergebnis hat. So, ich glaube hier unten mache ich noch mal ein bisschen dicker und dann gefällt mir das auch schon ganz gut so. Vielleicht noch mal hier so einen Streifen. Hier. Ja, so finde ich, sieht das schön aus. Und dann lasse ich das jetzt antrocknen. So, die Farbe ist schon fast getrocknet, noch ein bisschen restfeucht, aber es ist in Ordnung. Und dann machen wir mal das Masking Tape ab und schauen uns mal an, wie der Baum so aussieht. Und so sieht der Baum nun fertig aus. Ich habe hier so ein bisschen geschmiert, sehe ich. Das ist natürlich gut, wenn das nicht passiert. Aber das ist jetzt erstmal so. Okay, und dann fangen wir mit dem Stern an. Wir machen einen 5-zackigen Stern und am einfachsten ist es, wenn man erst einmal die 5 Zacken malt und diese dann noch ein bisschen ausfüllt. Bekommt ihr einen schönen Stern. Also muss man alles gar nicht so ausmessen, sondern ein bisschen Gefühl, wie es einem gut gefällt. So, und so gefällt es mir ganz gut. Dann brauchen wir natürlich noch einen Stamm. Dazu nehme ich ein dunkles Braun. Gucke, dass ich hier ungefähr mittig bin. Ich glaube, ich mache mal zur Sicherheit ein bisschen mit dem Bleistift, mache ich das mal so ein bisschen vor, dass es nicht allzu schräg wird. Und dann kommt hier noch ein Stamm hin. Vielleicht ein bisschen breiter unten. Ja. So.
Und damit das noch ein bisschen festlich wird, kommt natürlich noch ein bisschen Gold drauf. Also schön den Pinsel in den Goldnapf eintunken und drauf sprenkeln. Je mehr man Wasser noch dazu tut, desto größer werden die Sprenkler, wie man hier sieht. So. Und als letztes kommt noch ein Stempel drauf. So, und fertig ist eure einzigartige Weihnachtskarte. Denn selbst wenn man versuchen würde, die gleiche Karte exakt genauso nochmal zu machen, sieht sie doch immer ein bisschen anders aus, je nachdem wie die Farben verfließen. Und das macht sie einzigartig. Und nun kommen wir zur zweiten Karte. Und zwar seht ihr schon, diesmal habe ich 3 Weihnachtsbäume mit dem Bleistift vorgemalt. Und die werden wir in einem schönen Blauton halten. Ihr könnt natürlich das auch in einem Rot, Gold, Grün, wie auch immer Farbton machen. Ich bleibe diesmal heute bei Blau. Dafür habe ich mir hier so ein schönes Indantron-Blau, ich hoffe, das spricht man richtig so aus, auf meinen Porzellan-Untersetzer gegeben und werde damit jetzt die verschiedenen Bäume machen. Wir starten in der Mitte und wie immer, oder wie fast immer, malen wir erst einmal, oder was heißt malen? Wir machen erst einmal das Papier nass. Ihr müsst an den Rändern gar nicht so genau sein, Hauptsache ihr kommt nicht drüber, also bleibt vielleicht zur Sicherheit ein bisschen drinne. Und das werden wir nachher mit der Farbe nochmal genauer ummalen. Jetzt sehe ich hier, ich habe schon relativ viel Farbe, viel Wasser verwendet. Das heißt, jetzt lasse ich mal eben auf dem Papier auch noch mal ein bisschen liegen, dass das sich ein bisschen eintrocknet. So, in der Zwischenzeit habe ich gemerkt, ich habe hier dieses Blau noch gar nicht feucht gemacht. Dann kann man natürlich auch schwer damit arbeiten. Und dann machen wir das diesmal so. Ich nehme mal hier so ein kleines Holzstück von der Weihnachtsdeko und stelle mein Näpfchen so ein bisschen, also meine Untersetzer ein bisschen schräg auf, damit sich die Farbe hier unten sammelt. Wie gesagt, als Farbe benutze ich vor allen Dingen Indantron, Blau. Ich werde eventuell so ein bisschen was von dem Blau reinmischen, um so ein bisschen gräulicheres Blau noch zu bekommen. Das müssen wir gleich mal gucken. Mache ich also auch schon mal zur Sicherheit nass. Und dann hat sich das hier ganz gut gesetzt und dann fangen wir mal an. Ich werde den mittleren Baum am dunkelsten machen, deswegen nehme ich recht viel Pigment auch auf. Und wie ihr seht, mache ich jetzt die glatten Kanten, vor allen Dingen mit dem Pinsel. Ich könnte auch einen kleineren Pinsel noch nehmen, aber so super genau muss das jetzt auch nicht sein. Und mit dem hier kann ich mehr Farbe verteilen. Das Wichtige ist, dass alles noch ungefähr, also auch feucht bleibt. Also arbeite zügig. Aber wenn die eine oder andere Stelle schon angetrocknet ist, ist es auch gar nicht so schlimm. Dann bekommt man einfach nette Muster, so einen kleinen Blumenkohl, eine Ausblumung. Das sieht auch interessant aus. Also ist jetzt kein großer Fauxpas, wenn jetzt auf einmal irgendwie eine Stelle antrocknet und ihr seid noch gar nicht durch. Das ist ja das Schöne auch beim Aquarell. Dann bekommt man halt nicht das, was man vielleicht ursprünglich geplant hat, aber es sieht auch schön aus. So. Jetzt habe ich das hier schon einigermaßen gut verteilt. Und jetzt gucke ich nochmal, dass ich unten noch mal ein bisschen mehr Pigment drauf gebe, damit ich noch so ein bisschen eine Veränderung in der Farbe habe, dass es ein bisschen interessanter aussieht.
gucke auch, ob ich hier irgendwo immer ein bisschen was wegnehme. Gucken. Also spielt so ein bisschen mit der Farbe. Ja, ich glaube, wenn ich oben noch ein bisschen was wegnehme, dann sieht das noch ein bisschen interessanter hier aus. Da unten nochmal wieder ein bisschen mehr. Und ich glaube, ich lasse das jetzt so. Ja, so ist doch gut. Und das lassen wir jetzt trocknen. Okay, der mittlere Baum ist getrocknet und dann können wir mit den anderen beiden weitermachen. Da es sich hier um ein monochromes Bild handelt oder eine monochrome Karte, also alles in einer Farbe ist, ist es wichtig, mit verschiedenen Farbstufen zu arbeiten. Also von dunkel, mittelhell bis sehr hell, damit man so ein bisschen Unterschiede hat, auch unterschiedliche Kontraste. Und jetzt machen wir mal den Baum. Und dort werde ich mit einem relativ hellen Blau arbeiten. Ich glaube, ich graue das hier so ein bisschen an. Gucken. Ja, ein bisschen grauer noch. Ja, so ist doch gut. Und damit ich einfacher arbeiten kann, wie ihr seht, bin ich Linkshänder, drehe ich mal eben die Karte. Wie immer mache ich sie feucht. Man kann natürlich auch die Farbe direkt drauf geben. Das ist so ein bisschen eine Typsache. Ich mache gerne vorher die Flächen feucht, damit die Farbe besser verfließt. Und ich nicht Sorge haben muss, dass sie mir zwischendrin zu sehr antrocknet und ich dann kein gleichmäßiges Ergebnis bekomme. Da gibt es aber unterschiedliche Präferenzen, von daher macht es, wie es euch passt. Außerdem mag ich einfach, wie die Farbe sich auf dem Blatt dann verteilt. Vielleicht ist auch einfach das. Wie ihr seht, ist jetzt der Farbton relativ hell, geht ein bisschen mehr ins Gräuliche. Dadurch haben wir auch eine Veränderung und eine deutliche Abgrenzung zum Baum im Vordergrund. Warum habe ich den Baum in der Mitte als erstes gemalt? Damit ich mit dem dritten Baum auch gleich direkt starten kann und nicht warten muss, bis der Baum hier getrocknet ist. Also hat so ein bisschen was mit Zeitmanagement zu tun. So. Und das lasse ich jetzt trocknen und kümmere mich mal hier um den dritten Baum. Und das ist sehr dunkel, das ist sehr hell. Hier machen wir jetzt so eine mittlere Variante. Hier wieder mein Probierzettel. Ja. Und auch hier, wie ich es immer mache, feucht. Und dann geben wir da gleich die Farbe drauf. Dann müssen wir allerdings ein bisschen warten, bevor wir mit der Dekoration anfangen können und mit den Sternen. Dafür müssen die Bäume erstmal alle dann getrocknet sein. So, jetzt mal gucken, ob mir das hier gefällt oder ob mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Das ein bisschen mehr unterscheidet von dem hellen Baum. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Jetzt muss ich mal gleich gucken. Ich mache gerade erstmal die Ränder, dass die passen. So, jetzt habe ich ein bisschen rüber gemalt, aber auch ist ja auch nicht so wichtig. Ich meine, das wird auch eine Karte, ne? Also das ist jetzt hier kein Kunstwerk, was man verkaufen möchte. So, und ich glaube, ich mache das tatsächlich noch mal ein bisschen oder vielleicht so ein bisschen, dass es hier unten einfach ein bisschen dunkler ist. Ja, ein bisschen Varianz haben. Das ist vielleicht ganz gut. Doch, ich glaube, das so ist gut. Dann haben wir da noch mal ein bisschen Wechsel von hell zu dunkel. Also wie ihr seht, hat es einfach viel auch mit Ausprobieren zu tun, um zu gucken, was gefällt euch so. So, mir gefällt das jetzt so. Und deswegen lasse ich das jetzt trocknen. Die Bäume sind getrocknet und nun malen wir die Sterne. Und dazu nutze ich ein Goldgelb, ein Quinacridon Goldton nennt sich der. Das ist ein schöner, warmer Goldton. Ich nehme den kleineren Pinsel
Und dann werden das 5-zackige Sterne, wie gerade eben auch schon. Und die male ich eben auch kurz vor, damit die einigermaßen sternähnlich auch aussehen. So. Und dann gehe ich da noch ein bisschen nach. Ein bisschen spitzer. Mit hier nochmal eine Zacke. Aber wie gesagt, das muss gar nicht perfekt sein. Hauptsache man erkennt, dass es ein Stern ist. Und ich würde sagen, das funktioniert hier. Nun kommen wir zu dem Dekorationsteil. Und dazu könnt ihr entweder weißes Gouache verwenden oder einen weißen Gelstift. Und den werde ich diesmal nutzen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Bevor wir mit den Details anfangen, wollte ich bei diesem hellen Baum noch ein paar Streifen hinmalen. Und das mache ich jetzt noch. Dafür nehme ich recht stark pigmentierte Farbe. Wieder mein Restekarton hier. So. Dann kommen da jetzt noch Streifen hin. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr die auch mit einem Bleistift vormalen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass die super gleichmäßig aussehen, deswegen mache ich das jetzt einfach mal freihand. So. Ja. So, und jetzt fangen wir wirklich mal mit der Dekoration an. Und wie gesagt, ich verwende diesmal ein Gelpen. Uniball Signo heißt der. Und ich starte mal bei dem mittleren Baum und der bekommt eine schöne weiße Lichterkette. Schaut, dass ihr nach unten so ein bisschen breiter werdet. So. Und fertig. Bei diesem Baum kommen auch ein paar Punkte drauf, auch ein bisschen lichterkettenmäßig. Ich mache das aber mal so rum, damit ich hier nicht mit der Hand auf den mittleren Baum drauf komme. Und dann bekommt er auch einfach ein paar Punkte. Und je länger ich den dritten Baum anschaue, desto länger denke ich, ich glaube, ich möchte da noch Weihnachtskugeln haben, damit da so ein bisschen noch mal was anderes ist. Und deswegen gehe ich jetzt noch mal zurück zu meinen Wasserfarben. Ja, so ist das halt manchmal, ne? Ihr erlebt jetzt hier gerade eine Malerin im Prozess. Und manchmal ändern sich so die Ideen und dann geht man dem nach. Und da mache ich jetzt, glaube ich, einfach nochmal so dunkle Kugeln. Schöne dunkle Kugeln. Mit dem kleinen Pinsel mache ich die. Ja, genau. Doch. Das finde ich ist eine gute Idee.
ist jetzt vielleicht für so ein Tutorial nicht die beste Herangehensweise. Vielleicht sollte ich mir zukünftig genauer überlegen im Voraus, was ich mache. Da könnt ihr mir gerne auch Rückmeldung zu geben. Bislang mache ich es halt so, ich setze mich hier ran, möchte zum Beispiel jetzt diese Weihnachtskarten malen und dann nehme ich das exakt genauso auf, wie bei mir der Prozess ist. Und der ist, wie ihr hier jetzt gerade auch merkt, nicht geradlinig. Da kommen manchmal nochmal andere Ideen um die Ecke. Und ja, so mache ich das im Moment. Gut, die lassen wir nochmal eben trocknen. Und dann kommt da auch noch ein bisschen Weiß drauf, glaube ich. Und dann gefällt mir das schon sehr gut. So, und jetzt machen wir noch die letzten Schritte. Ja, ich glaube, es ist noch nicht ausreichend getrocknet. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ne? Doch, so geht's. Zuletzt noch einen Stempel. Und fertig ist die Weihnachtskarte. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen, habt vielleicht sogar mitgemacht. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Auf Wiedersehen!